Aufmerksamkeit erreicht man nicht nur über Werbung, sondern auch mit provokativen Ideen. Für letztere sind vor allem die berühmten Ökonomen des Club of Rome bekannt. Um das unaufhörliche Wachstum der Weltbevölkerung zu bremsen, fordern sie kinderlosen Frauen in den Industrienationen eine Prämie von $80.000 zu zahlen, damit sie keine oder nur ein Kind bekommen. Dabei sind die jungen Frauen aus den Industriestaaten schon heute auf dem besten Weg, sich der Mutterrolle zu entziehen. Darüber sprechen wir gleich mit der Journalistin und Buchautorin Melanie Mühl. Zunächst stellt uns Hannah Friedrich die Idee des Club of Rome vor. Es ist immer 11:55, aber eben noch nicht 12. Wir sind zu viele auf der Erde. Das gefährdet unseren Planeten. Deshalb sollen Frauen in den Industrieländern auf Kinder verzichten. Das jedenfalls fordert der Club of Rome. Anstatt ihnen vorzuhalten, sie leisteten nicht ihren gerechten Beitrag, um Arbeitskräfte für die Zukunft zu schaffen, sollte man jeder Frau zu ihrem 50. Geburtstag einen Bonus zahlen, die höchstens ein Kind großgezogen hat. Wir schlagen daher eine Summe von $80.000 für jede dieser Frauen vor. Eine Prämie also für Kinderlosigkeit. Und für Frauen mit nur einem Kind, um unsere Erde zu retten. Das ist eine der provozierenden Forderungen in dem neuen Buch 1% ist genug, mit weniger Wachstum, soziale Ungleichheit, Arbeitslosigkeit und Klimawandel bekämpfen. Verfasst von dem Wissenschaftler Jorgen Randers und dem Ökonomen Gray Maxton des Club of Rome. Sie warnen darin vor ungebremstem Wachstum. Die Verdoppelung der Weltbevölkerung in den vergangenen 50 Jahren auf 7,4 Milliarden sei die Hauptursache für die fortschreitende Zerstörung unseres Planeten. Wachstum braucht Grenzen. Seit Jahrzehnten ist das die Grundidee des Club of Rome. Unvergessen der erste Bericht von 1972, der Weltbestseller Grenzen des Wachstums. Ausgezeichnet auch mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Über das Ende der Rohstoffe, die ökologische Ausbeutung durch den Menschen, die drohende Apokalypse. Doch die Weltuntergangsprognosen, die der Club of Rome damals aufstellte, haben sich nicht bewahrheitet. Die Folge war ein besseres ökologisches Bewusstsein. Aber dennoch, die Tendenzen bleiben. Jedes Kind in der westlichen Welt verbraucht 30 Mal mehr Ressourcen als ein Kind in Indien und China. Deshalb sollen die Industrienationen sich jetzt begrenzen. Ja, was nun? Gerade noch haben wir uns über die Nachricht gefreut, dass die Deutschen wieder mehr werden. Und jetzt Geburtenkontrolle? Am besten also keine Kinder mehr in die Welt setzen? Einen Bonus fürs Nichtgebären? Um eine bessere Zukunft zu gewährleisten, wäre es enorm hilfreich, wenn die Gesellschaft die Wachstumsrate der Bevölkerung noch mehr drosseln, idealerweise sogar ins Negative kehren würde. Mit so einer Bevölkerungspolitik haben es andere bereits versucht. Mit dem Unterschied Strafen statt Boni. Peking ist von der Ein-Kind-Politik wieder abgerückt. Die negativen Folgen für die Gesellschaft waren größer als der Nutzen. Doch was geht Kinderkriegen überhaupt den Staat an? Ist Geburtenkontrolle nicht Sache der Familien? Rasen wir wirklich mit Hochgeschwindigkeit auf eine Mauer zu, wie es die zutiefst pessimistische Prognose des Club of Rome behauptet? Ist es nicht immer 11:55? Guten Abend, Frau Mühl. Guten Abend. Wir haben es eben gehört, der Club of Rome will kinderlose Frauen mit einer Prämie von umgerechnet rund 70.000 € belohnen. Was halten Sie von einem solchen Vorschlag? Das ist natürlich eine Menge Geld, aber ich halte das für reine Provokation. Der Club of Rome, weiß man ja, die bedienen sich der Mechanismen der Aufmerksamkeitsökonomie perfekt. Und das ist sozusagen einfach wieder ein weiterer Beweis dafür. Aber mal angenommen, es wäre so, würde das die Kinderlosigkeit für Frauen wirklich attraktiver machen? Also ehrlich gesagt, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wenn eine Frau wirklich ein Kind möchte, dann wird sie sich nicht durch 70.000 € kaufen lassen. Vielleicht könnte man sagen, wer so hin und her gerissen ist, könnte vielleicht schwach werden, aber im Großen und Ganzen halte ich das jetzt auch
glaube ich, rein ökonomisch betrachtet für eine absurde Idee. Es ist eine Provokation und hinter dieser Provokation zeigt sich natürlich auch vor allem deutlich, dass sich die Rolle der Mutterschaft verschoben hat. Was stellen Sie da für Veränderungen fest? Also was man ganz gut beobachten kann, finde ich, ist, dass Mutterschaft, und vielleicht ist es auch, geht es dem Club of Rome auch darum, darauf aufmerksam zu machen, dass sozusagen auch Mutterschaft etwas sehr Kompliziertes geworden ist. Etwas, was nichts, also natürlich ist es was Natürliches, aber was immer mehr an Natürlichem verloren hat und auch mit so Machbarkeitsfantasien aufgeladen ist und sich sozusagen als Projekt in den perfekten, effizienten Lebenslauf einpassen lässt. Stichwort Optimierungsgesellschaft, Stichwort Social Freezing. Das sind alles Entwicklungen, die in eine Richtung gehen, die die Mutterschaft mehr und mehr und auch die Elternschaft zu einem Projekt machen. Kinder zu bekommen sehen heutzutage auch viele als ein Projekt. Dann gibt es auch noch verschiedene andere Nebenschauplätze, die sich dazu auch öffnen, zum Beispiel Krankenhäuser oder Frauenärzte. Was tut sich da? Es ist ganz interessant, wenn Sie mal mit Frauenärzten sprechen. Also natürlich, die Kliniken buhlen um jede Schwangere, dass sie ihr Kind bei ihnen zur Welt bringt. Und die Informationsveranstaltungen sind auch so ein bisschen Illusionsmaschinen. Also sie verstärken sozusagen, also je nach Krankenhaus auch das Gefühl, hier bekommt ihr die perfekte Geburt. Und die Geburt ist natürlich auch ein Klassenphänomen, aber die Geburt hat auch so einen Eventisierungscharakter angenommen. Also das Versprechen, dass es sozusagen die perfekte Geburt, das schönste Ereignis im Leben einer Frau. Und daran merkt man, dass Mutterschaft auch unheimlich aufgeladen ist, auch mit Vorstellungen und auch so ein bisschen die Kontrolle oder die Kontrollillusion überhand genommen hat über sozusagen den Schicksalsbegriff. Diese Kontrolle, diese Inszenierung, Eventisierung, die jetzt hier stattfindet, sehen Sie das als einen Grund, weshalb es vielen Müttern oder möglichen Müttern oder Frauen einfach auch ein bisschen die Lust vergangen ist, Kinder zu kriegen? Na, ich glaube schon, weil sie begeben sich ja in so eine richtige Maschinerie rein und die Schwangerschaft ist ja der erste Punkt und dann kommt die Geburt und die ist dann sozusagen auch so ein Großevent und dann geht es ja weiter, dann gibt's Early English und so weiter. Also das Kind eingespeist in den kapitalistischen Kreislauf, in die Optimierungsschleife und natürlich auch immer die Frage, was wird dann aus meinem Leben und auf der anderen einen Seite das Kind als Statussymbol, dann ja, die auch sozusagen das Bedürfnis, sich selbst zu verwirklichen, ist ja auch sehr stark. Ich glaube schon, dass vielen daran auch dann die Lust vergeht, weil es an Leichtigkeit verloren hat und weil wir auch zu viel damit wollen oder uns vorstellen, wir könnten zu viel damit erreichen. Also auch was das eigene Glücksgefühl betrifft. Dann kommt noch ein anderes interessantes Phänomen dazu. Auf Kinderlose einzutreschen ist gesellschaftsfähig geworden, sagt zum Beispiel die Journalistin Kerstin Herrnkind. Was sind die Gründe? Also ich glaube, wenn es darum geht, Lebensentwürfe, was ich persönlich ein ganz schreckliches Wort finde, weil man ein Haus entwirft, aber eben kein Leben, weil sind wir wieder bei Kontrolle und Schicksal, aber dieses sich abgrenzen, also mein Leben ist das perfekte Leben und diese Ich-AG-mäßige Inszenierung auch von dem eigenen Leben, heißt natürlich, sich abzugrenzen, also die Kinder haben von den Kinderlosen, dann wird komisch auf die geguckt, die Kinder haben und arbeiten, genauso komisch wird dann wiederum auf die geguckt, die Kinder haben und nicht arbeiten. Und in Amerika gibt es ja den, finde ich, sehr treffenden Begriff Mommy Wars, also der Krieg zwischen den Müttern. Und es hat auch immer damit zu tun, dass man sich vergleicht, also welches Leben ist das Bessere. Und ich glaube eben, das ist der total falsche Weg, weil es das bessere Leben eben gar nicht gibt. Und wie schaffen wir es denn, oder wie schafft es die Gesellschaft, da wieder ein entspannteres Verhältnis, ein besseres Verhältnis zu kriegen? Reflexion, Einsicht und sich auch wieder über Begriffe tatsächlich, die irgendwie vielleicht für manche altmodisch klingen möchten, finde ich überhaupt nicht. Schicksal, Demut, sich gewissermaßen überlegen, wofür steht auch eigentlich das Kind und das Kinderkriegen und warum ist es eben auch kein Projekt, sondern etwas, was einen ja auch überwältigt, also auch die Bereitschaft, überwältigt zu werden, überrascht zu werden und auch die Kontrolle loszulassen und nicht immer das Gefühl haben zu wollen, ich muss führen. Frau Mühl, schön, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Vielen Dank. Seit mehr als